Hallo! Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Ihr hört vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das hindert uns nicht daran, diesen wundervollen oder hoffentlich wundervollen Essens-Adventskalender auszupacken. Ja, es ist schon soweit. Einige haben unter meinen Action-Unboxing-Adventskalender-Ding geschrieben. Ja, es ist doch erst September, voll früh, aber es ist echt so. Mittlerweile gibt es die schon so früh. Überall in den Supermärkten gibt es auch schon Süßigkeiten. Das ist echt so crazy. Ich finde es auch ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Aber das Ding ist, ich zeige euch das super, super gerne vorab, weil ansonsten sind die Adventskalender wirklich immer mega schnell ausverkauft. Vor allem die Adventskalender von Essence, Maybelline, Isana und Balea. Das sind ja eigentlich so die so immer mit gehyptesten und die sind auch mal richtig schnell weg. Von daher habe ich jetzt den Essens-Adventskalender für euch. Ich freue mich sehr. Wir müssen uns alle bei Sarah bedanken. Die hat mir den nämlich lieberweise zugeschickt, beziehungsweise ihre Mama, weil ich wohne ja im Norden von Deutschland und ich glaube, dass da irgendwie immer alles als letztes ankommt. Deswegen ist es auch super schwer zu sagen, wann der offiziell rauskommt. Es gibt sicherlich ein offizielles Erscheinungsdatum. Das kenne ich nicht. Ich denke, es wird so um den 1. Oktober sein. Aber wenn ihr den haben wollt, dann würde ich auf jeden Fall jeden Tag zu DM gehen und gucken. Oder zu Rossmann und schauen, ob die den haben. Oft war es eigentlich so, dass die Sachen von Essence immer ziemlich cool waren, weil sie wirklich für den Kalender designt worden sind. Und ja, ich würde sagen, let's go! Fangen wir mal mit Türchen Nummer 1 an. Das ist hier direkt oben und auch relativ groß. Da fällt mir als Tipp ein, das hat mir letztes Jahr noch jemand geschrieben, also wenn ihr die Türchen rausholt, dann einfach wieder die Packungen ordentlich wieder zusammen machen und wieder reintun, dann habt ihr am Ende das Bild trotzdem noch. Und hier drin verbirgt sich die I Love Extreme Mascara. Eine sehr, sehr, sehr gehypte Mascara. Die hat sogar so ein leichtes Winterdesign da drauf, das finde ich eigentlich ganz süß. Gut, finde ich cool erstmal, ist jetzt auf jeden Fall vom Produkt her nichts Neues. Aber trotzdem eine sehr, sehr gehypte Mascara. Die hat auch so ein relativ dickes Bürstchen. Deswegen ist sie, glaube ich, auch so gehypt. Ich werde es jetzt nicht mal wieder zusammenpacken, aber am Ende werde ich es auf jeden Fall auch tun. Wir machen mal weiter mit Türchen Nummer 2. Das ist hier in der Mitte in diesem Riesenrad. Und das ist aber schwer. Und hier drin befindet sich ein Nagellack. Ein kleiner Nagellack, also ist ein bisschen kleiner als der normale. Die Farbe nennt sich Season to Sparkle. Und ja, ich würde sagen, der Name ist Programm. Das ist so ein Glitzernagellack in Gold. Finde ich einfach passend zur Jahreszeit, finde ich sehr, sehr schön. Oh, der glitzert aber ganz toll. Der hat richtig so Schimmerpartikel und so kleine Plättchen da drin. Oh, das finde ich richtig toll. Nummer 3, mir fällt übrigens auf, dass man nicht nur hier immer das Bild hat, sondern auch noch so einen kleinen Spruch hier mit auf der Packung. Shape it till you make it. Richtig süß. Das könnte ja sogar immer ein Hinweis auf das Produkt sein, fällt mir gerade auf. Weil das ja eine Nagelfeile hier ist. Passt ja zu Shape It Till You Make It. Und oh mein Gott, ist diese Nagelfeile schön. Das ist einfach mal eine pink Glitzer-Nagelfeile. Auf der anderen Seite ist so ein kleines, anderes weihnachtliches Design in schwarz-weiß drauf. Mit Schneeflocken und Geschenken. Das ist halt das Schöne daran, dass Essence sich immer so Mühe gibt, dass die halt auch immer so designte Produkte für den Kalender haben. Und nicht nur irgendwelche Produkte, die sie eh haben, da reintun. Also, I like. Nummer 4 ist wieder hier oben. Da steht drauf, Your face is my favorite thing to look at. Okay, also irgendwas fürs Gesicht. Yes, passend ein brauner Kajalstift in der Farbe 08 Teddy. Ja, ist einfach ein schlichter Braunton. Nichts mit Glitzer, nichts mit Schimmer. Perfekt eigentlich so. Vielleicht geht man eher zu Events, kann sich so ein bisschen mehr so Smoky Eyes mäßig austoben. Finde ich eigentlich sehr schön. Ist halt ein klassisches Produkt, womit fast, denke ich, jeder was anfangen kann. Nummer 5 ist hier. Today is great for glitter. Oh, irgendwas mit Glitzer. Das war übrigens gerade Sarah, die gefragt hat, ob der Kalender mittlerweile da ist. Yes, ist der. Und in der 5 haben wir, Nagelsticker. Das ist immer so eine Sache. Könnt ihr mir mal schreiben, nutzt ihr Nagelsticker oder eher nicht so? Also ich habe ja Acrylnägel, von daher würden Nagelsticker, weil ich eigentlich immer so gemachte Nägel habe, rein theoretisch easy passen. Ich muss aber sagen, dass ich noch nie auf dem Trend war. Aber schreibt mir mal, ob ihr das cool findet oder ob ihr das unnötig findet, weil ihr es eh nicht benutzt. Nummer 6, Nikolaus. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. You highlight my life. Oh, das könnte ein Highlighter sein. Auch ein Highlighter, der nur designt ist anscheinend für diesen Kalender. Der hat nämlich auch dieses ähnliche schöne Design drauf. Und das ist ein gebackener metallischer Highlighter. Was ich schon mal auf den ersten Blick toll finde, ist, dass der überhaupt nicht glitzert. Also es wird wirklich ein Highlighter sein, der sehr, sehr schön schimmert. Ja, gefällt mir ultra gut.
Finde ich jetzt auch ganz schön, dass da bei Nikolaus ein größeres Produkt sozusagen drin war. Machen wir weiter mit Nummer 7. Ist direkt neben Nummer 6 gewesen, fällt mir so auf, ne? Ja. Gut, da steht was mit Nägeln drauf. Ich lese jetzt mal hier nicht alles vor. Aber ich denke, da könnte wieder sich, yes, ein Nagellack hinter verstecken. Ein klassisches Rot mit dem Namen Santa Baby. Gibt es eigentlich in jedem Kalender. Ob es in einem Nagellackkalender war von Essie damals, da waren auch irgendwie 3 Rottöne drin. Und ich glaube, es gibt auch jedes Jahr im Essence-Kalender einen roten Nagellack. Aber wenn man ehrlich ist, zu der Jahreszeit trägt man auch rot, oder? Und Nagellacke sind oft, wenn man sie ein Jahr nicht anrührt, nicht mehr so schön. Deswegen, ja, gerade in Kombination mit dem Goldglitzer kann ich mir das super schön vorstellen. Nummer 8, jetzt fällt sie langsam so ein bisschen durcheinander. Oh, da steht irgendwas mit Lippenstift drauf. Ein Lippenstift, oh, schönes Design. Believe in the power of lipstick. Ein klassisches Rot. Auf jeden Fall, ja, ist das ein Design, was ich von Essence noch gar nicht kenne, in dieser schwarzen Packung. Und das finde ich sehr schön und es sieht super edel aus, gerade, also wirklich, wenn man überlegt, wie Essence noch vor 4 Jahren aussah von den Verpackungen und jetzt, dann kann man wirklich nicht mehr sagen, dass es eine günstige Marke ist mit so Kinderprodukten. Die sind so cool geworden vom Look und von dem, also die Produkte waren eigentlich immer gut, aber halt der Look von den Produkten war immer so ein bisschen sehr jung. Was habe ich denn jetzt gerade gehabt? Die 8, naja, dann machen wir jetzt weiter mit der 9. Wieder ein sehr großes Produkt. I love the shape of you. Oh, ein Lip Liner. Auch wieder in so einem anderen Design. Going Steady 09. Oh, ein schöner Rosenholzton. Sehr, sehr cool. Der gefällt mir. Weiter mit Nummer 10. Hier haben wir Make Someone Happy Today. Okay, da kann ich mir jetzt gerade nicht so viel drunter vorstellen. Hier drin sind, ach, okay, da sind Geschenkanhänger drin. Ich glaube, die waren auch letztes Jahr schon mal drin, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass ich davon mal welche hatte. Ja, süß. Verschiedene Designs in so Sternform. Da steht auch nichts von Essence oder so drauf. Und das finde ich cool, weil dann kann man es auch wirklich benutzen, weil wer hängt einen Essence-Kalender, also Essence-Anhänger an einem Geschenk für einen Kumpel oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, dann macht man es irgendwie nicht. Nummer 11 ist hier. Ja, da ist wieder ein Nagellack drin. Und zwar diesmal ein Schwarzglitzer mit Silberpartikeln. Oh, wow, das haben wir auch noch nicht gehabt. Naughty or nice, yeah. Also süß. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Essence-Kalender-Video gesagt. Ich hoffe, dass es jetzt auch vielleicht bei den 3 Nagellacken bleibt und nicht noch 5 oder 6 Stück werden. Ich finde, das ist sonst ein bisschen zu viel. Dann hätte man sich auch einen Nagellack-Adventskalender kaufen können. 12. Oh, süß. Ein Armband. Da steht drauf Believe. Ja, was soll ich dazu sagen? Finde ich jetzt nicht so nötig da drin. Finde ich schon süß, aber ist jetzt so, okay, passt halt irgendwie nicht zu dem Rest. Also die Geschenkanhänger waren ja schon so ein bisschen außerhalb dieser Reihe, aber die finde ich irgendwie ganz cool, weil die habe ich ja selber schon mal benutzt. Aber das Armband würde ich jetzt ganz ehrlich nicht tragen. Ihr könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, euer Feedback. Mann, das geht aber rucki zucki jetzt hier mit der 13. Die ist wieder ein bisschen größer. I make brow contact before I make eye contact. Oh yeah. Und zwar, kann man sich schon denken, ist ein Augenbrauenstift da drin. Schwierig. Wir haben ja jetzt noch nichts gehabt eigentlich, was sozusagen einen bestimmten Hauttyp oder Hautton verlangt. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Schwierig, finde ich schwierig. Die haben jetzt hier 04 Blond drin. Und was macht man, wenn man jetzt dunkelhaarig ist und eher dunkelbraune Augenbrauen oder schwarz hat? Dann ist es ja schon ein bisschen blöd, ne? Da kann man mit Blond ja so gar nichts anfangen. Hätte ich eher sowas wie einen Lip Liner oder so gut gefunden. Alles, was in Richtung Make-up, Concealer, Augenbrauenstift geht, was man wirklich an seinen Hautton anpassen muss, finde ich jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. 14 ist aber auch wieder noch groß. Ich habe mal Angst, dass ich irgendeine Zahl vergesse, aber nein, ich glaube nicht. Oh, eine Handcreme. Kennt man, hat Essence sonst Handcremes im Sortiment? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Manchmal in den Limited Editions kennt man das. Aber ansonsten kenne ich das eigentlich nicht. Aber sieht cool aus. Mega, mega süßes Design. Gefällt mir richtig gut. Und ja, also kann man nichts anderes sagen. Nummer 15. Jetzt wird es aber interessant. So eine kleine süße Badebombe. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen wieder, wie ich meinte, halt so passt jetzt nicht dazu. Aber das Armband hier zum Beispiel finde ich deutlich unpassender. Von daher finde ich es noch ganz gut. Langsam ist der Kalender gar nicht mehr, also es sieht jetzt so aus, deswegen kann ich euch dann nur raten, die Dinger auf jeden Fall wieder zuzumachen und da rein zu tun. Machen wir weiter mit der 16. Und ich sehe wieder ein Nagellack. Ja. Oh, wow. Wunderschöne Farbe. Holly Jolly Christmas. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass nicht mehr so viele Nagellacke drin sind, weil es ist ja auch nicht jeder ein Nagellackträger. Und es fehlen ja noch einige so Produktkategorien, aber das finde ich ganz nice. Also der
Farbton ist wirklich sehr außergewöhnlich. 17 ist wieder eins der großen. Ja, mega. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob Essence sie noch im Sortiment hat. Und zwar diese Oil Control Paper. Gibt es die noch im Aufsteller? Ich glaube bei unserem DM-Aufsteller nicht. Also das finde ich richtig genial, muss ich sagen. Nummer 18 ist auf jeden Fall irgendwas mit Kiss. Klingt nach Lippenstift. Ist ein Lipstick, ein Color Changing Lipstick. Wow, der ist einfach mal schwarz. Das ist ja mal crazy. Sieht aus wie so ein Peppermint Stick. Auch so vom Design her. Das finde ich richtig süß. Und das ist so ein Lipbalm, den kann man einfach in die Tasche werfen. Und ich denke mal, aufgrund des pH-Werts auf den Lippen wird er sich halt so in verschiedene Pinktöne entwickeln. Das heißt, er sieht auch bei jedem anders aus. Das finde ich cool. Super süße Idee. Nummer 19. Auch wieder ein großes Paket. Oh, ein Handspiegel. Das ist ja süß. Den packe ich, glaube ich, mal aus. Ach, süß. You are magical. So sieht der aus. So. Und dann halt hier der Spiegel. Das finde ich ganz süß. Und wir sind schon bei der 20 angelangt. Das ist wieder ein kleines Päckchen. Und es steht schon wieder was mit Nails drauf. Mann, Mann, Mann. Ein sehr schöner, rostiger Rotton. In der Farbe Ho, Ho, Ho. Ja, süß. Okay. Aber das ist jetzt schon der 5. Nagellack. Eure Meinung? Ich finde es, glaube ich, langsam ein bisschen too much. Auch wenn die Farbe sehr schön ist. Nummer 21. Oh, das ist, als wäre da nichts drin. Personalisiere deine Kosmetikprodukte oder Accessoires mit süßen Botschaften. Ach, die soll man auf die Produkte kleben, oder wie? Okay, benutzt man sowas? Personalisiert man wirklich seine Produkte damit? Klebt man es auf seinen Lippenstift oder auf seinen Nagellack? Also die Sticker sind super schön vom Design her. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so feiere. Nummer 22. Da steht schon wieder You Nail It Today drauf. Da kann jetzt nicht noch ein 6er Nagellack drin sein, Leute. Das kann nicht sein. Oh nein! Das ist tatsächlich noch ein dunkelroter Nagellack. Also er ist schon anders als der, den wir vorher hatten. Das ist ja eher so ein helles Rot, Rostton. Meet me under the mistletoe. Ja, also ich glaube, der 6. Nagellack, das ist schon heftig, oder? Jedes 4. Türchen ist dann sozusagen Nagellack. 23. Es wird spannend. Huch, das Innenleben fällt raus. Und das ist wieder sehr leicht. Da wird auf jeden Fall eher etwas drin sein. Wie? Oh, Flash-Tattoos. Witzig, da kann man das so auf die Finger hier machen als Ringe oder halt als Armband. In Roségold. Habe ich schon mal gesehen. Aber finde ich eine süße Idee. Da steht sogar irgendwas drauf, was spiegelverkehrt ist, was man dann erst lesen kann, wenn man es drauf hat. So, und jetzt die 24. Da erwarte ich jetzt viel. Oh, I can't take my eyes off you. Oh, und ich hole daraus eine kleine Palette. Eine Lidschattenpalette. Wow, oh mein Gott, wie schön ist das denn? Okay, das reißt die 6 oder 5. Habe ich jetzt 6? Ja, das reißt die 6 Nagellacke wieder raus. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich gerade so geflasht bin. Die Farben sind ein absoluter Traum. Gold, Roségold, Rosttöne, Wahnsinn. Und diese Palette wird es definitiv so nicht geben. Finde ich von der Farbkombination, das könnte meine eigene gestaltete Palette sein. Okay, kurzes Fazit zu dem jetzt sehr, sehr leeren Kalender. Also, ich muss sagen, ich finde alles toll. Besonders die 24 überrascht mich ganz, ganz positiv, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da doch mal so ein ganzes Highlight drin ist. Oft war es ja im Kalender nicht so, dass die 24 irgendwie anders war vom Wert oder von der, wie toll es war. Hier ist es aber der Fall, gefällt mir sehr gut. Für den Preis bekommt man definitiv was geboten. Da sind keine kleinen Produkte drin, außer jetzt die Nagellacke oder so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie nur so ein halber Augenbrauenstift oder so. Klar, ein paar Sachen habe ich zu bemängeln, wie jetzt das mit dem Augenbrauenstift. Schwierig vom Farbton. Ich bin der Meinung, da sind einfach zu viele Nagellacke drin. Falls jemand halt keinen Nagellack mag, würde ich zum Beispiel schöner finden, dass da eher so ein paar Lippensachen mehr bei sind. Oder andere Sachen. Rouge zum Beispiel fehlt komplett. Sowas wie das Armband hier finde ich eher unnötig. Mich würde auf jeden Fall euer Fazit interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ist das ein Kalender, den ihr euch anschaffen wollt? Wenn ja, wie gesagt, der ist immer super schnell ausverkauft. Ich hoffe sehr, es gefällt euch auch, dass ich so ein bisschen ehrlich meine Meinung sage. Aber mir macht das sehr viel Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!